Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute basteln wir einen modularen Fluss. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Genau, wir bauen heute mal ein modulares Flusssystem, denn der Thomas und ich wollen ja eine Vietnam-Geschichte, Kampagne spielen mit dem Spielsystem NAM von Battlefront, also Flames of War basiert. Und dazu brauchen wir wollen 3 Missionen spielen, also so eine kleine Mini-Kampagne. Und dazu brauchen wir unter anderem so ein Flussdelta. Ja, in Vietnam haben wir den Mekong-Delta, ein richtig braunes Brackwasser. Und genau das wollen wir heute in diesem Video mal zusammen bauen. Ihr seht schon, ich habe ihn hier schon fertig. Das sieht natürlich jetzt noch ziemlich dröge aus, ne? Und zwar muss ich euch kurz erklären, ich muss diese Module, ich zeige es euch mal, die sind halt richtig hart, ne? Ich habe halt Epoxidharz gegossen, unten drunter ist eine Schicht Plastikhart und das Ganze muss modular sein, weil ich das erstens mal stapeln muss. Wir spielen auf einer Doppelplatte, das heißt, wir brauchen ein großes Flusssystem und ich darf auch nicht wirklich herumspielen mit Vegetation, weil die Dinger sind halt echt riesig, ne? Und wenn ich jetzt hier mit Gräsern und so weiter arbeiten würde, dann müsste ich die nebeneinander stapeln. Das funktioniert nicht. Das heißt, da werden wir noch ein anderes Video zu machen, wie wir das Ganze dann schön machen. Ihr seht also schon, ich habe hier so ein paar Geländestücke, die habe ich von meinem guten Freund, dem Michael, bekommen. Und die werde ich noch ein bisschen aufhübschen, weil die hat er vor, keine Ahnung, ist schon ein bisschen länger her, die standen halt bei ihm im Keller rum und hat gesagt, ja hier Mensch, ich habe hier noch ein paar Sachen rumstehen, die kannst du gebrauchen. Und ja, ich kann sie tatsächlich gebrauchen. Die werde ich jetzt noch ein bisschen aufhübschen, ein bisschen wieder fresher machen und wir brauchen natürlich noch ganz viel Dschungel. Das wird aber in weiteren Videos folgen, denn heute geht es nur um das Flussmodul. Wir werden noch eine Firebase bauen, also eine typische Artilleriestellung der Amerikaner in Vietnam. Das werden wir auch nochmal machen und wir werden natürlich noch ganz viel Scatter-Terrain bauen. Und in diesem Scatter-Terrain-Video werde ich dann auch noch einzelne Gräser, so ganz kleine Bases bauen, wo so einzelne Gräser drauf sind. Die kann man dann nämlich schön in den Fluss stellen. Ja, und wir müssen natürlich hier wieder so ein bisschen drauf achten. Ja, es ist nicht so richtig geil schön, weil wir haben natürlich erstens mal ein modulares Flusssystem und wir brauchen natürlich diese Erhöhung. Das heißt, kann das nicht irgendwie in die Platte einarbeiten, weil wir spielen auf Matte tatsächlich, weil wir es sehr flexibel benötigen, weil wir ja 3 verschiedene Missionen spielen und nicht alle 3 Missionen spielen am Fluss. Aber genug gequatscht, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video und ich zeige euch, wie man recht fix das eigentlich bauen kann. Also viel Spaß! Wir haben uns jetzt die Basis geschaffen mit Plastikhart. Ihr habt es gesehen, ich habe mir das so ein bisschen ausgemessen. Ja, ich habe eben drüber nachgedacht, so, eigentlich hättest du das Ganze vielleicht noch ein bisschen breiter machen sollen, weil wir machen ja jetzt noch eine ganz kleine Uferböschung drauf, weil wir ja mit ein bisschen Resin natürlich auch arbeiten. Und da ist mir eingefallen, okay, jetzt klauen wir uns natürlich wieder ein bisschen was.
Ja, jetzt brauchen wir eine Uferböschung. Dazu brauchen wir, ich denke mal, ich nutze 5 mm Depron. Und was für ein Zufall, wir haben 5 mm Depron. Hier schneiden wir uns jetzt eine kleine Uferkante raus, die auf beiden Seiten, ja, dieser Uferstreifen, den passe ich jetzt so ungefähr diesem Flusslauf an, aber er wird zu beiden Seiten abgeschrägt. Auf der einen Seite haben wir natürlich quasi die Böschung. Ja, wir müssen, weil wir einfach den Fluss nicht einarbeiten können, wir brauchen ein bisschen Höhe. Und auf der anderen Seite geht es natürlich runter ins Wasser. Ich habe vor Beginn des Videos auch überlegt, brauchen wir überhaupt Epoxidharz auf dieser Größe, beziehungsweise bei dieser, ja, es soll ja nicht wirklich hoch sein, vielleicht maximal 1 Zentimeter. Ich denke eher so bei 0,7, 0,8 mm werden wir, bei 7, 8 mm werden wir irgendwo ankommen. Man hätte das natürlich auch so machen können, man hätte jetzt die Ufergestaltung machen können und man könnte jetzt das Inlay des Wassers quasi, könnte man einfach auch anmalen und mit Glanzlack behandeln. Das ginge auch. Ich verspreche mir allerdings, dass wir das, wenn wir jetzt das mit Epoxidharz ausgießen, das dann nicht mehr stattfindet. Weil ihr seht, das ist jetzt gebogen. Auf der einen Seite ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man das ein bisschen biegen kann. Wobei, wenn wir jetzt die Uferböschung draufkleben, könnte das Styrodur natürlich auch brechen. Aber wenn wir dann einfach das Ganze gegossen haben, dann haben wir natürlich ein riesen steifes Brett. Das ist natürlich auch vom Vorteil. Und es ist natürlich auch stabil. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich jetzt eine kleine Uferkante rauszuschneiden. Da brauche ich ein scharfes Messer für, dass ich das jetzt nicht so aufransel, weil ich brauche ja wirklich nur so einen kleinen Streifen. Und ja, den schräge ich zu beiden Seiten ab. Dann brauchen wir ungefähr, da muss ich das nochmal anpassen. Und dann werde ich nur die Uferkante besanden. Vorher natürlich noch mit Farbe versehen, einmal besanden und dann müssen wir mal gucken, was wir mit Grünzeug machen. So ein bisschen Grünzeug soll das schon sein. Schwierig wird es jetzt erst dann wieder, wenn ich jetzt hier wieder anfange, mit irgendwelchen Gräsern zu arbeiten. Wenn ich hier nichts an Grünzeug drauf mache, dann ist der Vorteil, dass ich das natürlich stapeln kann. Mache ich jetzt hier Gräser drauf, muss ich jedes einzelne Modul wieder irgendwie anders lagern. Ich glaube, wir müssen hier einfach wieder einen Kompromiss eingehen. Auf der einen Seite, wir müssen das irgendwie lagern können, weil es sind große Flussmodule, die kann ich einfach übereinander stapeln. Und von der Optik. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht viel machen, außer ja, die besandten Turf drauf, vielleicht ein bisschen grobes Turf noch drauf, das Ganze versiegeln und das war's. Und den Rest müssen wir dann ausschmücken, indem wir, wenn wir die Platte gestalten, das heißt lose Klammfoliage damit positionieren. Wir können nun mal leider nicht mit Gräsern arbeiten, das funktioniert einfach nicht, was sehr schade ist. Vielleicht können wir das ein oder andere noch auf dem Wasser positionieren, wenn das Epoxidharz drauf ist. Das könnte man vielleicht machen, dass man vielleicht noch einfach so ein paar Schwimmpflanzen oder so oben drauf drapiert. Das könnte man natürlich machen. Also, aber jetzt genug geredet. Jetzt gehen wir runter auf den Tisch und schneiden uns die Uferkante.
Look, I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting licks, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my we in the trenches. Camping at the crib, playing true crime LA. Santa Dreads nice, bumping Ice Cubes, good days. Such a 90s baby though. If we grind it, then we grind it. Man, I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the top. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top I'm like the Dons. This my life, it ain't a movie, I won't be at Comic-Con. Look, big poppin', grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies. Got feel like John Stockton. Every week I stay dropping. Got y'all stay consistent in. Hurt the blind, lead the blind, but I got the vision in. Know the street deficient. Needed my assistance. Real since my existence. Came a long distance. Some of these days I get too stuck in no ways. Blame it how I was raised. Hush, get it this slave. Look, I ain't turning down to nothing. Shimmy the crown or something. Unit full of G's. Back when Lord Bass told me how to stun it. Pops was slinging, yeah, yo, he was getting to the bucks, but I ain't had 50 cents. Now my statement's in the plus. The brakes I hit the thrust. Garden snakes I leave them cut. Ask about me in my city. Motherfuckers know what's up, but some of these days I get too stuck in no ways. Blame it how I was raised. Hush, get it this slave. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Bremsen quasi angebaut. Das heißt, wir brauchen ja, um halt Epoxidharz zu gießen, damit es uns an den Enden nicht rausläuft, brauchen wir natürlich irgendwelche Stopper, irgendwelche Bremsen. Dazu habe ich einfach Plastikhart genommen, habe ein bisschen Kreppband genommen von unten und an der Seite das Ganze befestigt und habe das Ganze mit Sekundenkleber einmal rangeklebt. Das heißt, wir haben da schon mal auf jeden Fall einen Schutz. Aber um das jetzt wirklich dicht zu bekommen, denn wie wir ja alle wissen, Epoxidharz sucht sich wirklich jeden kleinsten Haares, um irgendwie zu entweichen, müssen wir das Ganze jetzt natürlich noch nachträglich versiegeln. Man könnte das mit Sekundenkleber und Activator machen, das wäre eine schnelle Methode, aber da ist immer so die Frage, ist das dann wirklich dicht? Funktioniert das? Das heißt, ich gehe da lieber auf Nummer sicher und nutze diesen Water-Effekt. Das haben wir schon öfters in Videos verarbeitet. Damit kann man zum Beispiel super gut Wasserfälle imitieren. Das ist wie so eine Art Silikon, was dann quasi klar aushärtet. Damit dichte ich jetzt diesen kompletten Rand einmal ab. Ganz wichtig auch hier wirklich diese Seitenränder, um wirklich alle Lücken zu schließen. Das braucht ein paar Stunden zum Trocknen, aber dann können wir wirklich sicher sein, dass es dicht ist. Ich zeige euch das, wie ich das meine. Ihr könnt hier auf jeden Fall meine Sperre sitzen, die sitzt schon ziemlich hart fest dran, also mit dem Sekundenkleber funktioniert das super, das kriegen wir dann im Nachhinein auch sehr gut gelöst, aber wir haben natürlich immer noch die Gefahr, dass hier wirklich noch irgendwo was offen ist, gerade hier auch an diesen Stellen, da muss man immer besonders halt viel hinmachen. Die anderen Module sind schon fertig, ich nehme mir jetzt einfach ein bisschen was von dieser Paste, wie gesagt, die härtet ja dann auch klar aus und hier wirklich schön dick auftragen. Und das ist überhaupt kein Problem, das wird man nachträglich gar nicht mehr sehen. Also wichtig sind halt diese Ecken auf jeden Fall, da könnt ihr auf jeden Fall richtig schön was hinschmieren, damit das auch wirklich dicht ist. Und dann müssen wir natürlich auch hier den gesamten Spalt einfach nochmal nachdichten. Klar, hier ist jetzt schon Sekundenkleber drin mit Activator, das ist natürlich schon mehr oder weniger dicht. Zur allergrößten Not haben wir da unten auch noch Kreppband, was das Ganze auch noch zurückhalten wird. Aber wir machen vorsichtshalber einfach noch die Naht einfach noch ein bisschen zupinseln. Dann sind wir definitiv safe und können dann, sobald das getrocknet ist, unser Epoxidharz reingießen. Da gibt es jetzt natürlich das Problem mit der Höhe. Ich kann mich so ein bisschen an diesen Rand orientieren, der ist ja überall gleich hoch. Das heißt, ich werde das Epoxidharz genau bis zu diesem Rand kippen, bis zu dieser Kante quasi. Dann sollte das einigermaßen gut hinhauen. Wenn wir dann die Module aneinander legen und wir merken, okay, wir haben doch einen Versatz, dann können wir das immer noch ein bisschen anschleifen. Das funktioniert bei Epoxidharz immer sehr, sehr gut. Und dann können wir es zumindest noch auf eine Höhe bringen. So, das sollte reichen. Auf der anderen Seite natürlich genauso.
nun die bräunliche Farbe des Wassers zu imitieren, nutze ich hier die Wasserfärbung von Woodland Scenic, einmal Murky und Olive Drab, und die gieße ich jetzt einfach hier mit hinein. So, wir haben ein richtig schönes Mekong-Delta-Gewässer. Jetzt kommt eigentlich der kritischste Teil und jetzt kommt es darauf an, ob wir wirklich vernünftig abgedichtet haben. Ich hoffe es. Ich habe jetzt hier noch Malerflies drunter liegen. Ich muss das jetzt auch beobachten. So die erste halbe Stunde muss ich das auf jeden Fall beobachten, was jetzt hier passiert. Die ersten 10 Minuten sind da sehr, sehr wichtig. Und wenn alles gut läuft, dann ist alles cool. Dann können wir das ganz in Ruhe trocknen lassen. Ich habe mir das jetzt in einen kleinen Becher abgefüllt. Das lässt sich dann einfach besser gießen. Und gieße das nun in das Flussmodul. Ja, und schon sind die Flussmodule fertig. Ihr habt sie ja schon am Anfang des Videos gesehen, wie sie hier fertig liegen. Ja, das ist also kein Hexenwerk. Ihr braucht wirklich nur ein bisschen Plastikkarten, ein bisschen Styrodur, um diese Uferböschung zu machen. Dann das Ganze ein bisschen besanden, ja, dann abdichten, Epoxidharzwasser reinballern und dementsprechend dann begrünen. Ich habe hier bewusst auf Wassereffekt noch obendrauf verzichtet. Weil erstens mal, wenn ihr euch so Bilder anguckt, klar, da ist schon Bewegung drin, aber es sieht schon sehr, sehr glatt aus, diese Oberfläche. Und zweitens benötigen wir diesen Fluss ja nicht nur als Deko, sondern wir müssen den ja auch bespielen können. Das heißt, wir werden hier auch mit Booten drumherum fahren oder drauf rumfahren. Dementsprechend brauchen wir auch eine glatte Oberfläche. Also von daher musste man hier wieder so diese Grätsche machen zwischen, es muss irgendwie einigermaßen gut aussehen, aber es muss natürlich auch praktisch und bespielbar sein. Und das ist absolut praktisch und bespielbar. Also kein Schnickschnack, keine Vegetation, keine Deko, das machen wir dann alles im Anschluss, weil wir werden hier auch mit vielem losen Material arbeiten. Das heißt, wir werden hier natürlich ganz viel mit Scatter-Terrain arbeiten, auf solchen Basen hier. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das könnte Holz sein, ja, das ist, glaube ich, eine Holzplatte. Ich werde mit Plastikkarten noch arbeiten, werde dementsprechend noch ganz viel Scatter-Terrain bauen, von großen Basen bis über kleine, bis hin ganz kleine, zu solchen Gräsern, die wir einfach noch in den Fluss stellen können. Und dann werden wir mit losem Material arbeiten. Sand, Kies, Clump Foliage. Da werden wir diesen ganzen Spieltisch dann ausgestalten. Das können wir dann zum Schluss wieder abnehmen und abkippen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber so können wir das Ganze noch so ein bisschen kaschieren.
Ja, dieses Flusssystem könnt ihr euch jetzt als Beispiel nehmen für eure eigenen Flüsse. Ihr könnt natürlich von der Farbe natürlich ganz klar variieren. Also ich musste jetzt natürlich dieses richtig braune Brackwasser nehmen. Ich glaube, es ist zu bräunlich. Es müsste noch ein bisschen mehr in dieses Rötliche reingehen. Aber ich finde das schon ganz passend. Ihr könnt natürlich auch blaues Wasser nehmen, grünes Wasser. Ihr könnt das ja einfärben, wie ihr möchtet. Aber ich glaube, so als Beispiel könnte dieses Video ganz gut funktionieren, weil es ist relativ simpel. Natürlich braucht ihr für so eine Größe natürlich auch viel Epoxidharz. Ich habe auch erst überlegt, ob ich vielleicht auf Epoxidharz verzichte und dafür das Ganze einfach nur anmale und dann mit einem Glanzlack oder sowas versiegel. Nachteil ist, ich habe nicht diese Stabilität, die ich jetzt bekommen habe. Ich habe jetzt wirklich, also ich kann das hier festhalten und das ist ein gerades Stück. Wenn ich jetzt das so gelassen hätte ohne Epoxidharz, dann wäre das Plastikharz natürlich deutlich flexibler gewesen. Was auf der einen Seite natürlich auch nicht verkehrt ist, weil man es dann über so ein bisschen, wenn man die Matten so ein bisschen anebnet, kann man das so ein bisschen variieren mit der Höhe. Aber so ist es einfach ein stabiles Ding, ne? Also von daher, da ist zwar schon eine Menge Epoxidharz reingelaufen, jetzt in diesen großen Teil, aber wenn ihr einen kleineren Fluss braucht, dann braucht ihr ja vielleicht nur die Hälfte, ne? Wenn ihr normal 1,80 x 1,20 spielt. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit diesem Video anfangen. Schaut gerne mal bei unseren Partnern vorbei. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich sage danke fürs Einschalten. Gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben oder kommentiert dieses Video. Mich würde natürlich auch mal interessieren, wie handhabt ihr das mit euren Flüssen? Da gibt es ja schon fertige Sachen aus MDF, gerade von Rooster Models zum Beispiel, ganz neu auf den Markt gekommen. Battlefront hat so Sachen gemacht. Es gibt noch ein paar flexible Geschichten aus England. Baut ihr selber? Schreibt es gerne mal bitte in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich sage danke für dieses Video. Nein, ich sage danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns bei dem nächsten Video auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.